Jeder gute Java-Entwickler sollte genau wissen, was Switch ist und wie man es im Code anwendet. Deshalb gibt es jetzt für dich eine kleine Auffrischung. Lass uns dafür mit einem kurzen Beispiel starten. Und zwar wollen wir einen Würfel rollen lassen. Dafür brauchen wir ein neues Objekt unserer Random-Klasse, die wir importieren können, indem wir hier raufklicken und dann Alt und Eingabe drücken. Um uns jetzt eine neue Zufallszahl zu generieren, rufen wir von diesem Objekt die Methode nextInt auf. In die Klammern schreiben wir eine 6, da wir ja insgesamt 6 verschiedene Augenzahlen haben. Nun gibt uns diese Methode Zufallszahlen im Bereich von 0 bis 5. Da wir aber einen Würfel rollen lassen, müssen wir hinter noch +1 schreiben. Und wir können uns jetzt hier eine neue Variable erstellen, die ich jetzt in dem Fall Würfel nenne. Jetzt haben wir insgesamt 6 verschiedene Möglichkeiten bzw. 6 verschiedene Augenzahlen, die unser Würfel annehmen kann. Und die wollen wir jetzt alle mit if-Statements im Code prüfen. Das ganze Schreiben will ich dir aber ersparen. Denn so sieht das Ganze aus, wenn wir es voll ausschreiben. Du merkst schon, dass dir nur vom Zusehen die Augen wehtun, weil das Ganze eben extrem unübersichtlich ist mit den ganzen if- bzw. else-if-Abfragen. Das haben sich die Java-Entwickler auch gedacht und haben deswegen ein neues Schlüsselwort eingeführt, nämlich Switch. Und Switch unterscheidet sich vom Aufbau her eigentlich erstmal nicht wirklich von der While-Schleife, nur dass in diese Klammern hier keine Bedingung kommt, sondern eine Variable, die wir testen wollten. Die kann auch von jedem beliebigen Datentyp sein. In unserem Fall ist das natürlich unser Würfel. Die Bedeutung von Switch ist, dass wir also in diese Klammern einen Wert eingeben, von dem wir nicht genau wissen, welchen Wert er denn wirklich hat, wie zum Beispiel hier, weil wir ja hier einen Random-Wert haben. Das kann aber auch einer sein, der von außen durch einen Nutzer eingegeben wird. Und jetzt in dieser Switch-Schleife die verschiedenen Fälle prüfen wollen. Und das machen wir über Case. Nach dem Case schreiben wir jetzt die Zahl, deren Fall wir überprüfen wollen. Wir starten also mit der 1 und was wir jetzt machen, sind keine geschweiften Klammern, sondern hier dieser Doppelpunkt. Jetzt drücken wir Enter und wie du siehst, drückt IntelliJ unseren Code hier gleich um eine weitere Zeile ein. Das ist wichtig, da das Programm nur dadurch weiß, dass der Code, den wir jetzt hier reinschreiben, auch zu diesem Case hier gehört. Wenn du jetzt hinter dem Sysout wieder Enter drückst, siehst du, dass du immer noch in dieser Zeile bist, weil IntelliJ immer noch denkt, dass du dich hier in dem Case befindest. Wenn du jetzt aber Case schreibst und dann nehmen wir den zweiten Fall, und zwar 2, wird er dann automatisch wieder nach links eingerückt. Okay, ich schreibe dir einmal den Code für die Sysouts hin. So sieht das Ganze in meinen Augen schon wesentlich übersichtlicher aus. Was passiert also? Wir geben hier unsere Variable rein, die wir jetzt testen möchten. Das sagen wir dem Programm durch dieses Switch-Statement hier. Wenn wir jetzt sagen, wir haben eine 5 gewürfelt, schaut sich das Programm den ersten Fall an und prüft, ob 5 gleich 1 ist. Das ist falsch. Das ist auch für 2 und 3 und 4 falsch. Bei der 5 ist es aber wahr und das Programm führt diesen Code hier aus. Wenn ich das hier einmal kommentiere und wir jetzt sagen, int Würfel ist gleich 6 und das Ganze jetzt starten, dann siehst du, gibt uns das Programm aus, dass wir eine 6 gewürfelt haben. Was aber, wenn wir jetzt unseren Würfel auf 4 setzen und das Ganze starten, dann passiert etwas Merkwürdiges. Und zwar gibt uns das Programm jetzt zwar aus, dass wir eine 4 gewürfelt haben, aber auch, dass wir eine 5 und eine 6 gewürfelt haben. Und was wir hier gemacht haben, ist ein typischer Anfängerfehler bei Switch Case. Und zwar haben wir vergessen, das Switch-Statement nach diesem Fall hier abzubrechen. Denn was bei diesen Switch-Statements passiert, wenn man sie nicht abbricht, in dem Fall haben wir eine 4 gewürfelt, das Programm gibt also diesen Sysout aus und ohne zu prüfen, ob die anderen Fälle true sind, führt es auch diesen Code hier und diesen Code hier aus. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Deshalb brauchen wir jetzt ein Schlüsselwort, das du im letzten Video kennengelernt hast. Und das ist natürlich das Schlüsselwort Break. Und deshalb schreiben wir jetzt am Ende von jedem Case hier dieses Schlüsselwort Break. Gut, so sieht das Ganze jetzt aus. Und wenn wir es jetzt starten, dann siehst du, wird auch nur ausgegeben, dass wir eine 4 gewürfelt haben. Jetzt können wir das Ganze hier löschen und nun endlich mit unserem richtigen Würfel arbeiten. Mir gibt das Programm jetzt aus, dass ich eine 2 gewürfelt habe. Du kannst das ein paar Mal hintereinander starten, du wirst sehen, du bekommst immer ein anderes Ergebnis. Das war aber noch nicht alles, was es hier zu Switch zu wissen gibt, denn schau mal, wir haben zwar jetzt die Fälle 1 bis 6 abgedeckt, aber wer sagt denn, dass wir diesen Würfel hier nicht auch falsch programmiert haben können und jetzt hier zum Beispiel keine +1, sondern eine -100 stehen haben? Was dann passiert, ist, dass wir nie einen dieser Cases hier erreichen können. Und für den Fall, dass keiner dieser Cases hier ausgeführt wird, brauchen wir einen sogenannten Default Code. Dafür schreiben wir einfach Default, Doppelpunkt. Und jetzt können wir unter diesen Default-Wert hier Code schreiben, der ausgeführt werden soll, wenn der Würfel irgendeine komische Zahl ausgibt, die wir so nicht erwarten würden. In dem Fall wollen wir den Nutzer darauf hinweisen, dass der Wert, der hier ausgegeben wurde, irgendwie komisch ist und ihm dann auch diesen Wert gleich sagen. Das siehst du, wenn wir das Ganze starten, dann gibt er uns aus, dass das hier ein komischer Wert ist, den wir so von unserem Würfel nicht erwartet haben, in dem Fall jetzt die -99.
Lass uns das Ganze nochmal kurz rekapitulieren. Du hast ja heute 3 neue Schlüsselwörter kennengelernt, was auch der Grund ist, weshalb ich es dir erst jetzt zeige und nicht direkt nach if else. Denn Switch war etwas, was mir in Java auch sehr früh gezeigt wurde und ich war einfach nur super verwirrt von den ganzen Schlüsselwörtern. Jetzt bin ich mir aber sicher, dass du das Ganze richtig einordnen kannst. Wir haben hier also unser Switch-Statement. In diese Klammern schreiben wir die Variable, die wir jetzt auf verschiedene Werte prüfen wollen. Das kann zwar ein int sein, das funktioniert aber auch mit einem String, enum, local date. Lernst du alles noch kennen. Der nächste Schritt ist dann, diese verschiedenen Cases hier einzuführen, indem wir Case, dann den Wert, den wir prüfen wollen und dann diesen Doppelpunkt hier. Dann können wir um eine Zeile eingerückt unseren Code schreiben und wir dürfen nicht vergessen, hier am Ende dieses Break zu schreiben. Das ist sehr wichtig und passiert besonders häufig vielen Java-Beginnern. Am Ende unserer Switch-Schleife können wir dann, wenn wir das möchten, diesen Default-Wert hier einführen, indem wir einfach Code ausführen, der immer dann ausgeführt wird, wenn keiner dieser Cases hier erfüllt werden konnte. Jetzt habe ich noch ein kleines Angebot an dich, und zwar, wenn du Java wirklich effektiv und schlüssig lernen willst, dann check mal die Playlisten aus, die ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Ich empfehle dir auch, falls du das noch nicht gemacht hast, jetzt zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Das hilft nicht nur dem Kanal weiter, sondern du verpasst auch in Zukunft kein weiteres Video mehr, die ich hier für dich produziere, damit du zu einem richtig guten Java-Entwickler wirst. Wenn du Fragen oder Anregungen für neue Videos hast, dann poste sie mir gerne in die Kommentare. Ich lese mir immer alle Kommentare durch. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.